Sie wurden 1937 als 7. und jüngstes Kind in Ihrer Familie geboren. Würden Sie uns Ihre Familie kurz vorstellen, bitte? Naja, wie Sie sagen, als Letzter im Bunde habe ich sozusagen eine Art Überblick über die Gesamtfamilie aus der Babyperspektive heraus. Daher ist es nicht ganz einfach, sie so vorzustellen, wie es beispielsweise ein Ältester machen würde, der mich ja dann nur mehr als sozusagen letztes Accessoire im großen Unternehmen feststellen konnte. Für mich war die Familie, seit ich mich erinnern kann, immer der zentrale Drehpunkt unseres Lebens in allen Dingen. Ob das, ich meine, ich weiß nicht ganz genau, in welchem Alter ich schon Sachen dauerhaft wirklich merkbar wahrgenommen habe, aber ich nehme an, es waren für mich jedenfalls am prägendsten unsere Sommeraufenthalte am Brandhof, wo wir in den Kriegsjahren also zu den Großeltern gefahren sind. Das war eine unglaublich abenteuerliche Reise damals noch, weil wir sind also Großfamilie mit, also nicht alle 7 Kinder, weil mein Bruder René schon als Soldat im Krieg war, meine älteste Schwester, wie wir also in die Ferien gefahren sind, meine älteste Schwester zuerst beim Arbeitsdienst sein musste und dann in Heidelberg studiert hat. Aber die Restfamilie sozusagen, also wir 5 und meine Mutter, und noch dazu kommend noch eine Hilfe für ein Kindermädel, sind also nach Bahnhof gereist mit der Eisenbahn von Graz bis Kapfenberg, dort umgestiegen in die Kleinbahn bis Außewiesen. Und von Außewiesen ist man dann die Stärkeren zu Fuß gegangen und Gepäck und Rest wurde dann mit dem Pferdewagen nach Bahnhof geführt. War also eine richtige Expedition und vor allem das Gepäck, das wir damals mitgenommen haben, das war ja unglaublich. Aber wir sind ja dann eigentlich den ganzen Sommer oben geblieben und die Großeltern haben es wirklich, das war also unser Erlebnis, großartig, müssen sie das organisiert haben, weil wir waren ja unglaublich viele Enkelkinder. Es waren natürlich nicht alle 47 da mit Anhang, weil bei uns war ja auch Anhang dabei, aber es war eine sehr große Zahl und ja, das war eine Familie. Und der Großvater war sozusagen, wenn man will, ein Unberührbarer. Wir durften nur wenn man ganz brav war, wenn er gefrühstückt hat, an seiner Seite kurz sitzen und wenn er sein Frühstücksei bekommen hat, das sogenannte Eikapperl, also den oberen Teil vom Ei durfte man dann als Ehrengast genießen. Aber sonst war der Großvater eine fernstehende Person. Die Großmutter hat sich der Enkelkinder immer freudig angenommen und hat uns auch jeden Tag eigentlich vorgelesen. Den Kleineren vor allem war immer lustig, weil sie dann gern beim Lesen eingeschlafen ist. Aber alles hat sich also um die Familie gedreht. Wir haben auch Ausflüge mit der Großmutter gemacht, wir Kleinen. Das hat dann geheißen, wir gehen auf Vergissmeinnicht-Jagd. Jagd war ja am Brandhof und in der Familie sehr groß geschrieben. Wir gehen auf Vergissmeinnicht-Jagd, sind in den Graben hineinmarschiert und haben große Sträuße Vergissmeinnicht für verschiedene Vasen und so weiter gepflückt. Und ja, es war, wie gesagt, die Familie großes Zentrum. Und dann hat sich natürlich im Laufe der Zeit in der Familie auch die musikalische Betätigung entwickelt, klarerweise. Also mein ältester Bruder René, der schon teilweise im Krieg war, hat aber auch noch in Zeiten, wie er noch mit konnte, nach Brandhof, hat er Operetten geschrieben, vor allem eine Operette, das war der Herzensdieb. Und da war also eine unglaubliche, für uns Kinder, jeder hat eine Rolle gehabt. Ich war noch zu klein, aber sonst waren alle eingeteilt und er hat Text und Musik und alles gemacht. Und das hat also dann die Aufführung gegeben. Da sind also die ganzen Nachbarn und teilweise die Bauern aus Golrath gekommen, um sich das anzuhören. Ich erinnere mich nur an eine Textstelle, die ganz witzig ist, wie die Mutter zu ihrer Tochter sagt, ich muss eilig nun gehen, es ist gleich 10 und der Strickstrumpf im Walde wartet auf mich. Also sie wollte damit sagen, sie hat im Wald zu arbeiten und der Strickstrumpf im Walde wartet auf mich, war also ein herrliches Zitat, das wir uns lang bemüht haben.
Wie dann mein ältester Bruder René nicht mehr im Brandhof war, hat eigentlich das Heft der Nikolaus übernommen und auch er Theateraufführungen nach Wilhelm Busch oder so gemacht hat. Oder Balduin Bela. Das sind so Sachen, die ich mir im Hinterkopf weiß, nicht genau erzählen kann. Aber da war ein Zitat auch wieder: Der Sultan ruft, Suleima schweigt und zeigt sich völlig abgeneigt. Das war also irgend so eine Geschichte eben aus irgendeinem Harem, die aufgeführt worden ist. Und das war also eine kleine Tradition. Dann wurde noch eine Burg gebaut im Wald und da wurde dann eine große Burgeröffnungsfeierlichkeit. Also eigentlich haben, ich würde sagen, im Wesentlichen immer meine ältesten Brüder, also Nikolaus und René, was organisiert, wenn wir Großfamilie zusammen waren. Und da waren die Cousins eingeteilt, die Cousinen eingeteilt und Onkel und Tanten haben halt mit Freude zugeschaut. Das war also die frühe Zeit während des Krieges. Nach dem Krieg hat sich dann für uns das insofern geändert, als nach dem Tod meines Großvaters für uns Brandhof nicht mehr Ferienaufenthalt war, weil dann mein Onkel Franz Meran, sein ältester Sohn, also das mehr oder weniger für seine Familien und Nachkommen und so weiter vorgesehen hatte. Also jedenfalls nicht mehr als Gesamtgroßfamilienaufmarsch. Vereinzelt war ich schon immer auch wieder dort, weil er war ja mein Taufpate. Aber da sind wir dann nach Grundlsee übersiedelt. Schon deshalb, weil wir im Jahr 1944, also im letzten Kriegsjahr, zu Weihnachten, also im Dezember, von Graz nach Grundlsee übersiedelt sind, weil mein Vater gefunden hat, dass wegen der Bombenangriffe Graz vielleicht zu gefährlich ist und dass also eine bessere Lösung wäre, wenn wir dort sind. Er hat in Graz natürlich beruflich nicht weg können, aber wir waren in Grundlsee. Und ich erinnere mich auch noch, es war ja wirklich so, wenn ich in die Schule gegangen bin in Graz, ich bin also in Graz 1. Klasse und dann auch die 2. Klasse beginnend in die Schule gegangen, war einmal nach einem Fliegerangriff in der Nacht auf meinem Schulweg ein Haus getroffen und das ist ja sozusagen über die Straße die Trümmer gelegen und ich bin eigentlich da drüber geklettert, aber wir haben kein Trauma gehabt oder eine Aufregung, sondern das war irgendwie fast Kriegsalltag, dass halt in der Nacht Fliegeralarm ist, dass die Bomben fallen und da und dort Zerstörung angerichtet ist. Also erinnere mich jedenfalls gut, wie ich da drüber geklettert bin, aber ohne irgendeine besondere Besorgnis, was da wohl den Menschen passiert sein kann. Der Nikolaus allerdings, der hat in der Zeit eine schlimmere Aufgabe gehabt. Der musste nämlich bei jedem Luftalarm, musste er aufs Fahrrad steigen und auf eine Aussichtswarte fahren, die beim Hilmteich gestanden ist, und von dort aus Nachricht geben, wo Bomben einschlagen. Und da war einmal auch, sind Bomben ein paar hundert Meter neben unserer Wohnung eingeschlagen im Universitätsgelände. Und das hat er gesehen und da war er natürlich in höchster Aufregung, weil er nicht gewusst hat, genau, ob jetzt unser Haus da dabei ist oder nur Universitätsgelände. Also er hat da schon allerhand mitgekriegt und aushalten müssen. Aber wie gesagt, das war eigentlich noch bevor wir nach Grundlsee übersiedelt sind natürlich, weil wir dann Ende 1944, Anfang 1945 ja keine Grazer Erlebnisse in der Hinsicht mehr gemacht haben. Grundlsee, um in der Historie weiterzugehen, hat aber natürlich auch gleich beim Bruder Nikolaus, der so ständig irgendwelche Dinge organisiert hat, hat sich herausentwickelt sein Interesse für Marionetten. Und er hat sich also Marionetten gebaut für Grimm-Märchen. Und da haben wir auch ein Märchen aufgeführt. Jetzt fragen Sie mich im Moment nicht, wie es heißt, weil es ist ein ganz, ganz berühmtes, aber auf die alten Tag wird man leider blöd. Und das, was mich damals nicht beeindruckt hat, aber im Nachtrag, wenn ich zurückschaue, beeindruckt hat, war, dass er immer geschaut hat bei diesen Sachen, dass er für jeden eine Aufgabe hat.
Und zwar für jeden eine Aufgabe, die seinen Möglichkeiten entspricht. Und wobei, auch das habe ich eben erst im Rückblick festgestellt, wie ich darüber nachgedacht habe, vielleicht sogar immer ein bisschen höher angesetzt war als das, was er halt machen konnte. Also ich weiß, dass beim ersten Theater, das wir in Grundlsee geführt haben, ich einen Hund darzustellen hatte und im Programm stand Franzi, ein Hund. Und also eigentlich nicht darzustellen, sondern halt sprachlich wiederzugeben. Oder sehr viel habe ich nicht machen müssen. Ich glaube, wow sagen. Aber Franzi, ein Hund. Und wie gesagt, ich war dann eine Zeit lang krank. Und der Arzt, der mich besucht hat, ist immer gekommen, Franzi, ein Hund. Das war also dann gleich ein Beispiel für Weiteres. Und das war also schon beachtlich. Dann 46 Anfang zurückgekehrt wieder nach Graz, waren ja im Februar die sogenannten Kohleferien, weil es keine Heizmöglichkeiten gegeben hat in den Schulen. Und da war plötzlich keine Schule und daher die Kohleferien. Und da hat der Bruder Nikolaus dann mit dem wirklich, schon, würde ich sagen, höchsten Standard Marionettentheater, eben den Faust von Bruno Erdler, denn ich weiß nicht, wo er dieses Stück ausgegraben hatte, aber jedenfalls, das war also eine Faustdichtung von Bruno Erdler in Reimenach. Und da hat er die ganzen Figuren gemacht und hat dieses Stück, mein Vater hat die Musik komponiert dafür und die Geschwister haben Rollen. Da habe ich wieder den Hans Wurst darstellen können und singen. Da haben wir gesungen, ja, so schön ist die Welt und so glücklich die Zeit, bald beißen an die Leis und bald zwicken an die Leid. Also so ähnlich, also ich weiß es auch nicht mehr ganz auswendig. Aber auch da wieder jeder Mann. Und nachdem das ja oft spät in die Nacht gedauert hat, habe ich hinter der Bühne friedlich auf einem Sofa geschlafen. Und wenn ich dann halt mein Lied singen müssen, habe ich halt mein Lied gesungen. Und ja, da war eben dann wirklich eher prägende Figur. Das ist eben, wie gesagt, aus der Sicht des Kleinsten, dass man eigentlich immer geschaut hat, dass man ihm wohlgefällt zu einem gewissen Grad. Da habe ich also immer geschaut, ob ich irgendwo einen Bleistift finden kann. Das waren ja Schätze, so Sachen. Und ja, also da waren wir eigentlich aber immer beschäftigt mit Dingen, die der Nikolaus macht. Er war schon eigentlich eine Vorbild- und Strahlfigur. Nicht unbedingt in der Diskussion mit meinem Vater, weil für mich das ein bisschen schwierig war zu sehen, wie er völlig anderer Meinung und dialektisch sehr gut auch meinen Vater also sehr gerne in die Enge getrieben hat, was für meinen Vater nicht so lustig war. Ich meine, ich habe es auch nicht so lustig gefunden, aber das war halt so. Jetzt kommen wir, sagen wir, auch zum Musikbereich, der wichtig war. So wie mein Bruder Nikolaus oder auch René immer irgendetwas organisiert haben, aber mehr, sagen wir, im Theaterbereich, hat mein Vater immer Interesse gehabt, dass die Kinder musikalisch im Einsatz sind. Allerdings würde ich sagen, ungefähr bis er das Quartett benannt gehabt haben. Wir drei Jüngsten, also meine Schwester Lilli, mein Bruder Karl und ich, haben zwar auch Versuche gemacht, Instrumente zu lernen, aber nicht erfolgreich. Und auch deshalb, weil ja eigentlich für die Kammermusik, die jeden Samstag gespielt wurde, das Quartett vorhanden war. Mein Vater Klavier, Nikolaus Cello, Bruder Philipp Geige und René, wenn er da war, auch Geige. Da haben sie gewechselt oder auch Bratsche. Also jedenfalls war da alles, wir haben höchstens umblättern dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da fast ein Kammermusiktrauma davon bekommen und habe wirklich lang gebraucht. Auch noch, wie ich für den Musikverein zuständig war, habe ich eigentlich Streichquartette und sowas nicht mit unglaublicher Begeisterung mir angehört, weil es mir damals so auf die Nerven gegangen ist. Ich hätte viel lieber mit den Brüdern Eisenbahn gespielt oder Mensch ärgere dich oder irgendwas, aber nicht also eins nach dem anderen das Repertoire von Mozart und Schubert und Beethoven und was es halt kammermusikalisch gibt, durchzuarbeiten. Und
Ja, aber jetzt freue ich mich schon, weil ich die Töne im Ohr habe. Allerdings ein bisschen anders. Also für uns war kammermusikalisch, glaube ich, ein Höhepunkt schon das Forellenquintett, das auch aufgeführt wurde. Und das Forellenquintett, da hat mein Bruder Nikolaus sogar noch einen Bassgeiger aufgetrieben, nämlich einen seiner Schulkollegen, hat er eingeschult, auf einer Bassgeige zu spielen, was ich ja relativ beachtlich finde für das Forellenquintett. Und das haben sie nur dann beim Variationensatz, hat mich am meisten die Variation 3 beeindruckt, weil das ist die, wo das Klavier diese unglaublich komplizierten Läufe. Und mein Vater hat da geschwitzt dabei, obwohl er sehr gut Klavier gespielt hat. Aber wenn man dann später das Forellenquintett gehört hat und sozusagen Kammermusik-Weltmeistern und wie das bärdelt, da war das natürlich ein anderes Erlebnis. Aber das Ursprüngliche, auch von zu Hause, hat natürlich mitgewirkt. Mein Vater hat auch, um uns brauchbar in die Musik einzuführen, eigentlich für jeden seinem Alter entsprechend ein kleines Notenheftchen entwickelt, nachdem man also am Klavier spielen konnte. Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube aber, die Unterlagen von damals sind alle im Haus oben in St. Georgen, im Archiv oder möglicherweise mittlerweile auch schon bei euch in der im Linzer Institut, in den jeweiligen Farben. Wir Kinder haben jeder eine Farbe gehabt. Ich habe hellblau gehabt, also war mein sozusagen Notensatz in hellblau. Aber ich hätte also Klavier lernen sollen und ich habe auswendig halt am Klavier geklimpert, von Boogie Woogie bis den Anfang vom Buch mit 7 Siegeln. Und er hat gesagt, mein Gott, der Bub ist so begabt und du was. Und also auf zum Klavierlehrer. Und beim Klavierlehrer war es aus, weil ich nie wirklich brauchbar gelernt habe, nach Noten zu spielen. Und daher immer, bevor ich die Noten alle wirklich genau umgesetzt hätte, den Fehler drin gehabt habe. 1 oder 2. Und den habe ich nicht mehr herausgebracht. Der war einfach drin. Und meine Mutter, die neben mir gesessen ist, wenn wir geübt haben, und wir zwei haben fast Tränen ausgebrochen, weil es nicht gelingt. Dann habe ich noch einmal einen Vorspielabend gehabt bei dem Professor. Das war auch nicht sehr glorios. Ja, also jedenfalls habe ich dann relativ früh, ich glaube, ich war 10 oder 11, haben wir beschlossen, dass wir das Klavier aufgeben. Was vielleicht schade war, weil wenn ich mir jetzt denke, ich hätte nach heutigen Grundsätzen ein Klavierspielen erlernt, und zwar das schnell auswendig können und nach dem Ohrspielen mit einzubauen und nicht als verwerflich zu betrachten, ja, würde ich vielleicht auch ganz gut Klavier spielen können, aber kann ich nicht. Also, ja, und so ist es halt dann weitergegangen. Bruder Nikolaus war dann natürlich schon auch ein bisschen abgesetzt. Ich meine, er ist Jahrgang 29, ich bin Jahrgang 37, ist ja doch eine ziemliche Altersdifferenz, wie er so Matura gemacht hat in Graz und zu studieren begonnen hat, habe ich gerade angefangen in der Mittelschule. Und er ist ja dann nach Wien gegangen und dann hat sich also sein weiterer Lebensweg von Wien aus entwickelt. Und wir haben es eigentlich mit einer gewissen Faszination zugeschaut. Und ich muss sagen, jetzt zusammenfassend, unglaublich viel gelernt von ihm. Aber vor allem auch dann in der späteren Zeit einfach, dass also Musik nicht nur etwas ist, das durch die Ohren fließt, sondern dass Musik auch eine Sprache ist und dass man die Sprache verstehen kann. Und selbst wenn man sie vielleicht nicht so genau versteht, wie der Komponist sie verstanden hat, also ich merke, dass wenn ich jetzt Musik höre, ganz egal was es ist, kommen mir immer, wenn man so will, unter Anführungszeichen, Apropos, wo ich sage, mein Gott, das ist ja eigentlich genau, als wäre das so und so und so. Also das ist, wir haben jetzt gerade vor, ich glaube 14 Tagen oder 3 Wochen im Musikverein mit dem Boschner und der Bruckner Philharmonie in Graz die 8. Bruckner als Konzert gehabt. Und für mich war vor allem im 3. Satz einfach bemerkbar, was da alles drin ist. Von
Ich habe da Out of Africa, ich habe dort, es war ein breites Feld, also ein lebendiges Feld, aber auch Rimsky-Korsakow und Brahms, und was man halt wollte. Das war in diesem Satz vereint, besonders gerade im dritten Satz. Und da kommen einem halt immer dann irgendwelche ganz besondere. Warte, jetzt muss ich gerade denken, dann haben wir ja noch ein Stück aufgeführt, wo ich gesagt habe, dass es gibt eigentlich genau wieder, ob das nicht überhaupt der letzte Satz dann war von Bruckner, genau wieder unsere Situation, in der wir jetzt leben. Ah ja, genau. Der letzte Satz schreibt ja der Bruckner selbst dazu. Da ist ein Treffen vom Kaiser und vom Zaren in Olmütz oder irgendwo. Und da habe ich gedacht, naja, das klingt ja genau, als wenn der Putin mit dem Trump zusammenkommen und auch diese Zerrissenheit zwischendurch und dann wieder das Ganze. Also das habe ich gesagt, das ist ja genau der Spiegel unserer Zeit heute, was sich alles abspielt. Aber das hätte ich, glaube ich, ohne Erfahrung und Zuhören bei Proben und Lesen von dem, was Nikolaus geschrieben hat, nie so empfinden können. Ihr Vater hat komponiert. Absolut, ja. Können Sie darüber noch mehr erzählen? Und hat auch Ihre Mutter musiziert? Er hat unglaubliche Sachen komponiert für uns als Kinder und später dann, wie wir auch die Geschichten der einzelnen Kompositionen erfahren haben, war schon sehr lustig. Mein Vater hat ja eigentlich, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er, glaube ich, gern Berufsmusiker geworden. Aber das ist nicht gegangen. Das war für den Grafen Harnoncourt nicht passend, Berufsmusiker zu werden. Daher ist er zur K&K Marine gegangen, weil dort der Leha Marinemusikchef war. Und da hat er gehofft, dass er über diese Schiene wenigstens mehr mit Musik zu tun bekommt. Aber wie gesagt, seine Kompositionsgeschichte hat schon früher angefangen. Ja, auch er hat also ein Feriendomizil in Tschechien bei der Familie Mitrowski gehabt. Die waren unglaublich viele sehr hübsche Cousinen, die er hatte. Und für jede Cousine hat er eine Operette geschrieben. Auch dann noch, während er in Pola eben auf der auf der Seefahrtsakademie war. Und diese verschiedenen Operetten haben die Namen. Das eine war das Sportsmädel, eine Operette hat die Försterin geheißen, eine Operette hat geheißen das Skandal auf Brioni. Das war eben dort die Insel neben Pola, wo sie ihre Ausbildung hatten. Das sind so, die ich mir gemerkt habe. Es waren auch eigentlich dafür immer Partituren vorhanden. Ich kann Ihnen aber wirklich nicht sagen, ob die jetzt in Lohn gelandet sind oder ob die irgendwann einmal sonst, so wie die Marionetten meines Bruders, die unauffindbar sind und ich keine Ahnung habe, warum. Aber jedenfalls die ganze Komposition, Operettenkomposition meines Vaters war also ein ganz wichtiger Bestandteil, weil er uns also immer wieder daraus vorgespielt hat und vorgesungen hat und wir das sehr genossen haben. Er hat aber auch mit seinem älteren Bruder Hubert, der hat getextet, und mit seinem jüngeren Bruder René, der dann später Direktor des Museum of Modern Art war, der hat wieder illustriert, haben sie auch Wiener Lieder geschrieben. Mein Vater da war er schon nach dem Ersten Weltkrieg und im zivilen Beruf tätig, ich glaube als ausgebildeter Diplomingenieur, hat er in Pfarrerfeld bei der Familie Wimpfen in der Wirtschaft sozusagen mitgearbeitet als Verwalter in einer ähnlichen Funktion. Und sehr berühmt war damals der Graf Simon Wimpfen. Und auf den Graf Simon Wimpfen hat er auch ein Wiener Lied geschrieben. Der Graf, der Wimpfen kommt, der hat einen eigenen Charme, den kennt in Werner jedes Kind und jeder lacht ihn an. Und der Wimpfen hat geliebt die lustige Witwe. Und da hat die Marischka, und ich weiß jetzt nicht, wie der zuständige Tenor geheißen hat,
haben gesungen. Und da hat es immer geheißen, im Theater an der Wien, da ist er alle Tage drin. Und solange noch leer die Loge 2 ist, keiner mit der Säule dabei. Und dann geht's wieder der Graf, der Wimpfen kommt. Der hat einen eigenen Charme, den kennt ihn wer, jedes Kind. Und jeder lacht ihm an. Und beispielsweise solche Sachen hat er geschrieben. Aber er hat sich auch der ernsten Musik zugewandt. Da wissen wir, war eigentlich, also ich jedenfalls, nur über 2 wirklich ernste Dinge. Erstens einmal hat er einen Kompositionspreis, ich glaube im Jahr 31 oder 32, ich weiß nicht genau, gewonnen mit einer Violinsonate, den sogenannten Coolidge-Preis. Da hat der Urey, hier ein Grazer Musiker, glaube ich, für ein symphonisches Werk einen Preis gewonnen und lustigerweise eben auch aus Graz mein Vater für die Violinsonate. Und das war also ein wichtiger Punkt für uns, obwohl ich die Violinsonate möglicherweise nur 2 oder 3 Mal überhaupt gehört habe. Für mich am berührendsten war es, glaube ich, zum 75. Geburtstag meines Bruders Nikolaus. Da hat der Gideon Krämer mit dem Buchbinder, glaube ich, zusammen diese Violinsonate gespielt. Und das war also natürlich für uns eine ganz großartige Sache. Und das Zweite war, dass er, ich weiß nicht, in den frühen 50er Jahren, schätze ich, hat eine schwere Infektionskrankheit gehabt und war also in Graz lang, ich glaube sicher 3 Wochen oder länger ans Bett gebunden und hat da eine deutsche Messe gedichtet und komponiert. Und diese deutsche Messe ist auch immer wieder auch aufgeführt worden in Grundlsee und am Dom und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, also zum Tod meines Vaters ist sie sicher im Dom vom Domchor auch aufgeführt worden und gehört aber an und für sich, ist sie auch eine, glaube ich, interessante Komposition. Sein Stil könnte man wahrscheinlich als eine Art neoromantischen Stil bezeichnen. Also nicht unbedingt einem, ich weiß nicht, der Zeit entsprechenden 12-Ton-Musik, sondern noch schon in den, wenn man so will, traditionellen Harmonien. Aber eben, wie gesagt, würdigungswert, sonst hätte er nicht diesen Preis gewonnen. Also das war ein wesentlicher Ding, aber der größere Teil der Erinnerung an Musik sind eher eben Couplets und fast Schlager der 20er Jahre. Da hat er ein herrliches haben sie gemacht über die Werbung für Cunarol. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Ausdruck Cunarol was sagt. Das war irgendein Fettersatzmittel oder sowas. Da war zuerst der Text war so, ach, wie lieblich war Jeanette, eine fette Pflanze, und sie meint, vom Pflanzenfett hätte sie das Ganze. Doch das ganze Fett war Pflanz. Alles, was sie hatte, war zwar auch ein Fettersatz, aber nur aus Watte. Und dann kommt eben wieder Cunarol, so sing ich unentwegt von diesem ganz bewegt Erdal, dieser Form Odol. Mein Gesang wird zum Schrei, zu wilder Raserei, Erdal, diese Form, ich tanze wie im Irrsinnsong und so weiter. Also ein wirklich lustiges und tolles Lied auch, das er gemacht hat. Aber schade, meine Schwester Lilly, die leider schon länger verstorben, also im selben Jahr gestorben ist als mein Bruder Nikolaus, die hat alle diese Sachen auswendig und im Kopf gehabt. Und auch mein Bruder Philipp nehme ich an, aber bei mir ist leider zwar im Ohr die Musik, aber die Texte komplett leider nicht. Aber es war wirklich sehr beeindruckend und die ganze Familie, also wenn größere Familientreffen waren oder wenn wir beim Meerans in Steins oder so waren, wo ein Klavier auch war, wurde mein Vater immer sofort zum Klavier gezerrt, um noch was zu spielen und die Leute zu unterhalten. Und wie mein Onkel René nach dem Krieg die ersten Male zurückgekommen ist nach Österreich und auch bei uns in Graz war und aber auch in Steins war, haben sie beide zusammen dann noch an sich erinnert an alte ihrer Lieder und das vorgeführt. Also das war schon ein wichtiger Bestandteil. Aber ich würde sagen, sein Kompositionsbereich im größeren Ausmaß war eher auf der heiteren, fröhlichen
Und ja. Wenn Sie zu Hause so viel Musik gespielt haben im Familienkreis, gab es da auch Barockmusik oder alte Musik oder fing das bei Haydn an oder was war so? Eigentlich nein, Barockmusik war nicht. Bach war insofern bekannt, als die ganze Familie, auch einschließlich ich selbst, beim Domchor mitgesungen haben. Ich habe eigentlich von Sopran fast bis Tenor, Bass alle Stufen durchgemacht. Aber als zu Hause sozusagen nachzuverfolgendes war es nicht. Der Nikolaus hat dann später, wenn wir Lieder gesungen haben, ist er gekommen schon mit Liedern sozusagen Innsbruck, ich muss dich lassen oder an hellen Tagen Herzwächern schlagen, falalalala, das sind also so Lieder aus der Barockzeit und davor. Das wurde gesungen, aber instrumental war es gar nicht vorhanden. Eins der wichtigsten sozusagen Musikerlebnisse, das die Gesamtfamilie bewegt hat, war die Aufführung des Buchs mit 7 Siegeln, das wir, wo wir halt fast alle mitgesungen haben. Ich habe aber nur bei den Proben mitsingen, weil ich war damals noch zu klein, mitgesungen. Aber das Buch mit 7 Siegeln, da ist ja der Domchor sogar auf Reisen gegangen, durch ganz Europa fast. Und das hat auch den Nikolaus sehr beeindruckt, das Buch mit 7 Siegeln. Und vielleicht nicht zu vergessen, auch Gershwin hat eine Rolle gespielt. Das habe ich zwar nicht bemerkt, da war ich zu klein, weil das war eher noch in den 30er Jahren, weil mein Onkel René, meinem Vater, ein Liederbuch mit Gershwin-Liedern einmal aus Amerika mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob sie auch eventuell Porgy und Bess schon sich befasst haben damit, aber wie gesagt, Gershwin war jedenfalls auch mit seiner Beziehung zu Alban Berg scheinbar für meinen Vater und auch für Nikolaus eine wichtige Bezugsperson. Sie lebten ab 1931 im Palais Meran in Graz bei der Familie. Heute ist Nikolaus Kinderzimmer die Bibliothek der Kunstuniversität Graz. Wann und warum haben Sie Ihr Zuhause verlassen? Schauen Sie, dass mein Bruder in der Bibliothek gewohnt hat, da wissen Sie mehr als ich. Ich weiß nur, dass ich im Jahr 37 dort geboren bin. Und das Haus wurde im Jahr 38, nachdem also die Nazis die Herrschaft auch über Österreich übernommen haben, von meinem Großvater mehr oder weniger unter Druck nicht enteignet, sondern abgekauft. Es ist aber schwer zu sagen für mich heute, ob er einen gerechten Preis, ein gerechter Preis wird es nicht gewesen sein, aber ob er einen halbwegs vertretbaren Preis gekriegt hat. Jedenfalls musste er das Palais Meran verkaufen. Und deshalb sind wir dann Ende 38 dort ausgezogen und in der Goethestraße 47 eingezogen. War es zu erwarten, dass Nikolaus Musiker wird? Das ist eine gute Frage. Ich meine, er hat ja, bevor er Matura machte und dann nach Wien gegangen ist, unglaublich viel Musik gemacht und geübt, Cello geübt, vor allem für seine Fortbildung und so weiter, musikalische. Also ich könnte Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, wann er meinem Vater oder meiner Mutter gesagt hat, ich will nicht, ich weiß nicht, Theater machen oder, ich meine, er war sehr ernsthaft interessiert, glaube ich. Es hat auch selber immer wieder gegeben, Marionettentheater als einen wesentlichen Bestandteil seines Lebens zu machen. Hätte wahrscheinlich mit dem Herrn Habian heute seine große Freude. Der heißt auch Nikolaus. Ah ja, natürlich, ja. Und ist aber dann letztlich doch zum Cello und, soweit ich weiß, dann in Wien über den Professor Mertens, glaube ich, zur Gambey geraten und hat dann auch im Gambey studiert. Und von dort an, glaube ich, sich wirklich intensiv begonnen zu befassen mit dieser Zeit, mit den Gedanken, die sich Musiker gemacht haben. Und das hat er angeblich, oder nicht angeblich, es gibt ja unglaublich viel Literatur über Spielweisen und das, glaube ich, hat er also wirklich
ziemlich als einer der wenigen zur damaligen Zeit in den frühen 50er Jahren sehr tief und weitgehend gemacht. Und dann auch mit der Alice, wie er sie dann kennengelernt hat, gemeinschaftlich. Sie haben ja noch einen Berufsmusikerbruder. René ist ja auch Musiker geworden. Ja. Und Sie haben gesagt, dass es Ihrem Vater noch nicht möglich war, Musiker zu werden. Aber in Ihrer Generation ging es dann. Überhaupt keine Frage. Ganz klar. Ich meine, der Adel war abgeschafft. Es war kein Kaiserreich mehr. Und in der Republik war das überhaupt kein Thema. Also wenn mein Vater 50 Jahre später geboren wäre oder 30 Jahre später, wäre er vielleicht auch Berufsmusiker geworden. Durchaus möglich. Nur halt in der Zeit, wo es bei ihm in die Berufsrichtung gegangen war, er war immer im Jahrgang 96, also mit 15, 16 überlegt man schon. Und da hat er aus seinem Interesse für die Musik sich eben der Marine zugewandt, um der Marinemusik von Lehar nahezustehen. Es ist ja auch ganz lustig, auf einem Einsatz auf einem Torpedoboot, das war also einer seiner ersten Militär- oder Einsätze auf einem Schiff, hat er ja sich vorher noch in Pola ein Pianino gekauft. Und das selber, er war ja unglaublich, er hat mit einem Rechenschieber hat er sich errechnet, die Stimmung genau und das Pianino gestimmt, ihm alle Ecken abgeschnitten und es fertiggebracht, durch die Luke das Pianino aufs Torpedoboot zu stellen. Und haben sie dann im Kriegseinsatz haben sie torpediert ein Schiff. Und da hat dann mein Vater komponiert ein Stück, das hat geheißen Der unschuldige Dampfer. Und da hört man eben, wie sie fahren, und bumm, wie das Torpedo losfährt und wie es dann den Dampfer trifft. Und das hat er als Klavierstück geschrieben. Ich weiß aber auch nicht, ob es da jemals Noten gegeben hat oder nur, ob es seine Erzählung war. Jedenfalls auf seinem Endeinsatz war er dann auf einem U-Boot. Da war vom Klavier natürlich keine Spur, weil das U-Boot so klein war, dass ich glaube ich nicht einmal ein Klo drinnen Platz gehabt hat. Also das war im Ersten Weltkrieg war ein U-Boot schon ein ganz besonderes Instrument. Als Nikolaus und Alice 1953 den Concentus Musicus gründeten, wie war die Reaktion in der Familie? War das ein sehr ungewöhnlicher Weg? Wurden Sie da eher unterstützt oder als versponnen betrachtet? Oder wie war die? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, war, glaube ich, mein Vater eigentlich sehr interessiert, obwohl ich nicht so überzeugt bin, dass mein Vater schon wirklich sich mit der Barockmusik und der Concentus Musicus war, auf das ausgerichtet, weil mein Bruder da ja schon Instrumente, alte, sozusagen für den Zweck vorbereitet hatte. Ich erinnere mich da vor allem an ein Instrument, das er von einer älteren Dame in Steinach-Irning zuerst geborgt bekommen hat und dann übernehmen konnte. Ich habe aber vergessen, wie das Instrument heißt. Das war jedenfalls interessant anzuschauen, das habe ich gemerkt, weil der Korpus in Schichten, verschiedenfarbigen Holzschichten gebaut war. Also es war nicht ein einzelnes Holzbrett, sondern es war Schichten, dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell. Und das war so eine Art ein Mittelding, glaube ich, zwischen Geige und Gambe. Aber jedenfalls hat es ja begonnen mit diesen Instrumenten und dann begonnen mit der Kunst der Fuge in Quartettform, mit der sie gereist sind. Das hat meinen Vater natürlich schon sehr beeindruckt, weil die Kunst der Fuge ja wirklich ein unglaublich spannendes Stück sind. Und vor allem nachdem sowohl Nikolaus wie auch Philipp, wie auch mein Bruder Karl und auch mein Vater, nur ich nicht, alle unglaublich mathematisch interessierte und mathematisch extrem begabte Menschen waren, war ja die teilweise konstruierte Musik, mathematisch konstruierte Musik von der Kunst der Fuge für die alle sehr aufregend. Ich habe es nie nachvollziehen können, weil ich es nicht verstehe und weil ich kein mathematisches Verständnis habe. Aber der Nikolaus hat uns immer erzählt, dass beispielsweise in der Kunst der Fuge ein Stück ganz nach einem Schachbrett komponiert ist. Also ich verstehe nicht, wie man Schachbrett ziffernmäßig in Noten darstellt, aber der Bach hat es gewusst. Und das war schon sehr interessant. Also
Die Concentus-Idee war sozusagen keine Überraschung, weil eben aus der Kunst der Fuge und dieser Reise und der Sammeltätigkeit und der Beschäftigung mit der alten Musik, da hat es auch hier in Graz noch die Familie Schäftlein gegeben. Und der alte Vater Schäftlein war ein leidenschaftlicher Musiker und der war schon relativ stark alter Musik auch zugeneigt. Und wann immer mein Bruder in Graz war, und mussten sie bei Schäftleins antreten, um dort Musik zu machen. War immer ganz lustig, weil die haben einen Papagei gehabt, der also herrlich singen hat können, der mal Tralalala gesungen hat. Und den haben sie dann weggestellt, wenn sie, also, aber da war, ich würde sagen, Concentus war keine Überraschung, sondern es war eigentlich ein logischer Schritt vom kleinen Ensemble des Quartetts zum größeren Ensemble. Nach dem Krieg war sozusagen das Einkommen meines Vaters zwar als ein Beamter der Landesregierung sehr gering, sodass also damit 7 Kinder zu erhalten, auszubilden, nicht so einfach möglich war. Meine Mutter hat nach dem Tod meines Großvaters ein gewisses Erbe gehabt, das aber in Holz dargestellt war, weil der Besitz der Merans halt viel Wald und so weiter war und sich daraus nicht sehr viel hat abziehen lassen. Und daher waren die Verhältnisse sehr bescheiden. Und ich erinnere mich, dass mein Bruder später mal schon sehr kritisch bemerkt hat, dass seine Bekleidungsausrüstung, wie er nach Wien übersiedelt ist ins Studium, schon mehr als peinlich war, weil als Hose hat er eine Kochhose gehabt, die auf irgendeinem Paket aus Amerika mit Kleidungsstücken gekommen ist und ihm gepasst hat. Und ich weiß nicht, er hat höchstens ein paar Schuhe gehabt oder so. Also es war schon der Start seiner Ausbildung mehr als, also wirklich unter größten Entbehrungen. Und dann, wie sie also, er hat ja dann eben sehr bald, und das war auch für ihn überlebensnotwendig, eben sich beruflich engagiert. Also er hat zuerst sehr viel mit so Salonorchestern auch gespielt. Da haben sie, glaube ich, ganz gut verdient. Und damit hat er sich einmal das Überleben gesichert. Aber das Überleben nahrungsmäßig waren halt Nudeln und Kartoffeln so ungefähr. Und wie es dann darum gegangen ist, und da haben sie auch schon Kinder gehabt, ob man eher schaut, dass man das bisschen Geld, das man zusammenkratzen kann, für ein Instrument einsetzt, das man bekommen kann, oder deshalb sich einmal einen Braten leistet, also das Instrument eher der Braten. Aber es war wirklich viele Jahre schon echt eine Belastung. Natürlich dann mit Concentus, Schallplatten, Tantiemen, Weltanerkennung und so weiter, hat sich natürlich dann die Situation, wenn man sagt, dramatisch zum Guten gewendet. Ich nehme an, Sie als Geschwister haben sich auch immer wieder über musikalische Fragen ausgetauscht, aber auch über theologische mit Philipp, wenn es um sakrale Musik ging, oder können Sie das sagen? Also ich weiß nur, dass mein Bruder Nikolaus unglaublich viel auf die Beurteilung meines Bruders Philipp genau in diesem Bereich hatte. Details, auf welchen Ebenen das jetzt genau war, weiß ich natürlich nicht, weil ich ja bei den Gesprächen eigentlich nicht dabei war. Und ich weiß aber nur, dass wenn sich der Nikolaus mit Einspielung oder Vorbereitung auf, ich weiß nicht, eine Messe, auf eine Passion oder sowas eingearbeitet hat, hat er immer ausführliche Gespräche mit Bruder Philipp gehabt, der ja auch hier an der Grazer Musikuniversität eine Zeit lang für Kirchenmusik, glaube ich, als Gastprofessor, ich weiß nicht, in welcher Form er tätig war, aber er hat jedenfalls Kirchenmusik unterrichtet und schon sehr viel natürlich über die kirchenmusikalische Seite auch der frühen Musik des gregorianischen Chorals, der Neumann und was da alles eine Rolle spielt und wie sozusagen das singende Gebet im gregorianischen Choral
zu empfinden ist. Also ich nehme an, da hat Nikolaus und Philipp wirklich sehr, sehr viel miteinander sich ausgetauscht. Und ich weiß ja, mein Bruder Philipp hat ja, glaube ich, sogar bei einer Preisverleihung, ob das nicht in München war, glaube ich, die Laudatio gehalten für Nikolaus. Wenn ich mich nicht täusche, das werden Der Romano Guardini-Preis. Bitte? Der Romano Ja, Guardini-Preis. genau, beim Romano Guardini-Preis. Also da war eine sehr, sehr, sehr... Und außerdem die Beziehung zwischen den beiden Brüdern war sowieso immer eine ganz enge. Sie haben sich auch nicht, wie wir übrigen Kinder, per Du angesprochen, sondern per Er. Also was macht er jetzt und wohin geht er und so weiter. Warum? Es war so. Das war ein Alleinstellungsmerkmal oder könnte schwer sagen, was ihn bewegt hat dazu. Ich weiß, dass das die Großeltern oder die Großmutter zu ihren Enkeln manchmal so gesprochen hat in der dritten Person. Ob sie daraus in der Kinderzeit am Brandhof das sozusagen aufgeschnappt haben und weiter behalten haben, kann ich nicht beurteilen. Aber das war die Realität und sie waren wirklich immer sehr, sehr eng in der Miteinanderarbeit. Ihr Bruder René ist in Graz geblieben, hat hier an der Uni unterrichtet und war dort zunächst der Harnoncourt in der Musiklandschaft. Eigentlich ja. Das hat auch eine herrliche Verwechslung in den Jugendjahren der Cecilia Bartoli ausgelöst, weil mein Bruder René und seine Frau waren jährlich auf Ferien in Rimini am Strand in irgendeinem Strandhotel. Und die Cecilia Bartoli, also noch als Studentin oder sowas, war mit ihrem Vater auch in der Stadt und hat irgendwie gehört, wo der Harnoncourt wäre da. Und hat aber gemeint, das ist der Nikolaus und ist also zum René geeilt, der aber glücklich war und er gleich korrepetiert hat und sie gesungen hat und hat sich eine eigentlich sehr, sehr sympathische, für meinen Bruder René lebenslange Beziehung ergeben. Er hat ihm in seiner Brieftasche ein kleines Foto von ihm mit der Bartoli eingesteckt gehabt, weil das für ihn so bedeutend und schön war. Aber das war eine lustige Geschichte natürlich. Und der René war hier in Graz auch eine Art Unikum. Ich habe immer gesagt, er muss ein wahnsinniges Musikgedächtnis gehabt haben. Ich hätte immer geglaubt, dass er vielleicht eine gewisse Art von Autismus vielleicht hatte, weil er hat alles im Kopf gehabt. Ich erinnere mich, ich saß neben ihm bei einer Probe, wo der Nikolaus, ich weiß nicht, was er aufgeführt hat, und der René aber ohne Partitur daneben gesessen ist und wie er Pause macht, geht er zu ihm hin und sagt, warum hast du beim Takt sowieso die Triolen Diddle-Dü und nicht die Dü gespielt? Nicht, also, wie kann man das so im Kopf haben? Ich meine, das haben, glaube ich, manche Dirigentenpartituren wirklich so im Kopf, wenn sie auswendig dirigieren. Hat der Nikolaus aber immer entschieden abgelehnt. Er hat gesagt, das tut er nicht. Ja, aber wie gesagt, der René, und wenn Sachen waren, er hat also sowohl auf der Oper korrepetiert als auch an der Musikuniversität. Und da ist immer wieder vorgekommen, dass irgendwas vorgesungen werden sollte, wo plötzlich keine Noten da waren. Ich sage, der René kann's und der hat dann begleitet, obwohl er nicht extrem behende begleitet hat, weil er eben durch seine schwere Kriegsverletzung nicht so gut war. Aber er hat alles richtig und auch zeitlich hinübergebracht und wirklich exzellent begleiten und korrepetieren können. 1985 wurde die Styriate in Graz als künstlerische Plattform gegründet. Das war eine Art Heimkehr nach Graz. Ja. Wie beobachten Sie das als Grazer Familienmitglied? Wie kam es dazu? Wie waren die Umstände? Naja, also der Nikolaus hat natürlich international zu der Zeit also wirklich einen beachtlichen Ruf gehabt und internationale Bedeutung. Und glaube ich, damals für die Kultur zuständige Landesrat Jungwirth hat also gefunden, eigentlich ist das ja
der Sohn, der aus Graz kommt, was zwar nicht stimmt, weil er geboren in Berlin war, aber trotzdem, Grazer Nikolaus müsste irgendeine Markierung für Graz auch darstellen können mit seiner eigentlich weltweit bekannten Kunstdarstellung. Und in, glaube ich, mühsamen, langwierigen Verhandlungen ist es dann dem Jungwirt gelungen, den Nikolaus davon zu überzeugen, dass man ja in Graz eine Art im Sommer war in Graz musikalische Ruhe, im Sommer eine Art Festival oder so etwas zu machen. Und ich weiß jetzt, der erste Intendant war von den Wiener Philharmonikern, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, ich glaube, Baugist von den Wiener Philharmonikern. War das nicht Andrea Herberstein? Nein, die war dann schon die zweite. Ach so. Der erste war ein Wiener Philharmoniker. Und da haben sie dann, glaube ich, eben das erste Team überlegt, was und wie soll man machen. Es war jedenfalls ein wichtiger Bestandteil Kirchenmusik. Waren auch die ersten Aufführungen, ich glaube, die Marienvesper, eine der frühen Sachen war, ich glaube, Johannespassion im Dom und Marienvesper im Dom oder so ungefähr ganz am Anfang. Der Dompfarrer hat dann später nicht mehr wollen Konzerte im Dom und dann ist man nach Steins übersiedelt. Aber es war eben zuerst, ich ärgere mich sehr, dass mir jetzt nicht einfällt, vielleicht Schmid oder was. Es war jedenfalls vor der Andrea Herberstein noch ein anderer Zuständiger. Und dem Nikolaus ist es darauf angekommen, dass er schon freie Hand hat zu entscheiden, wie sich das Ganze zusammenbauen lässt. Und es ist dann am Intendanten gehangen, das richtig zu organisieren, nicht? Weil es die richtigen Leute, die Künstler dazu bekommen und so weiter. Und das hat sich dann eben, vor allem weil da der Matthias Huber ja wirklich unglaublich ein begabter Organisator und so weiter war und sich auch mit Nikolaus in der Thematik und in der Zusammenstellung der Programme, glaube ich, sehr gut verstanden hat oder beziehungsweise sehr gut verstanden hat, das, was der Nikolaus gern möchte, also brauchbar umzusetzen. Und daraus hat sich ja wirklich was Beachtliches entwickelt. Allein wenn man anschaut, die ganzen konzertanten Opernaufführungen, die dann im Laufe der Zeit hineingekommen sind. Also für mich immer noch wird unvergesslich bleiben die Porgy and Bess beispielsweise mit den ganzen amerikanischen Sängern, die also da wirklich eine Aufführung nach Europa gebracht haben, die ihresgleichen sucht, die übrigens, glaube ich, auch wahrscheinlich im ORF-Archiv lagert, aber nicht veröffentlicht werden kann, weil die Rechte für einzelnen Sänger sich nicht koordinieren ließen. Das erinnere ich mich. Da waren schon unglaubliche, also auch der Idomeneus sehr berührend. Also das hat also wirklich sich sehr, sehr gut entwickelt und ja, hat halt dann richtigerweise mit dem Tod meines Bruders in der Form sein Ende gefunden. Es war ja noch vorgesehen, glaube ich, ein Beethoven-Zyklus für das Jahr, in dem er gestorben ist, oder im Jahr danach. Und ja, so hat halt dieses Werk, dieses Leben. Aber ich glaube, die Styriate war auch für meinen Bruder Nikolaus ein sehr wichtiger Anker, weil, ich meine, Graz war ihm nicht ganz unbedeutend, klarerweise. Hat er hier seine Kindheit verbracht und wir zusammen alle. Also war schon ein wichtiger Bestandteil. Nikolaus Harnoncourt hat insgesamt 112 Preise und Ehrungen erhalten. Der Kyoto-Preis vor 10 Jahren war einer der wichtigsten davon. Er gilt als der Nobelpreis für Musik. Vor ihm haben nur 5 Komponisten diesen Preis in der Kategorie Musik erhalten. Er war der erste Nicht-Komponist. Sie waren bei der Preisverleihung dabei. Können Sie davon erzählen? Wie kam es überhaupt dazu? Der Concentus war ja nur 1980 einmal in Japan. Aber die Japaner haben sehr weitreichende große Ohren. Und ich weiß,
es gibt einen japanischen, ich glaube, Journalist, der uns heute noch Weihnachtskarten schreibt, immer, der alle Konzerte und Aufführungen des Concertus Musicus fast seit Beginn besucht hat. Der war immer, es hat kein Konzert gegeben, wo wir hingegangen, wo er nicht auch schon da war. Ein wirklich sehr netter, aber der war sozusagen ja fast wie ein Hanokor-Klon, wenn man so will, und mit Leuten wie diesen hat sich in Japan, glaube ich, ein unglaubliches Interesse für diese Art Musik und für die Art der Interpretation und für die alten Instrumente ergeben. Und ich glaube auch, früher oder später, das kann ich aber nicht sagen, weil ich ja nicht neben ihm saß, nämlich sicher auch Kontakte und vielleicht auch musikwissenschaftliche Gespräche, die vielleicht Verbindung zwischen japanischer Hofmusik oder unserer Musik darstellen, weil den Nikolaus ja das auch immer brennend interessiert hat, wie Musik in verschiedenen anderen Kulturen sich darstellt. Und ich glaube, die Japaner haben wirklich sehr, sehr, sehr früh ein hohes Interesse eben bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Preisverleihung in Kyoto war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ganz in, wenn man so will, traditionellen Art und Weise. Es hat also eine Prinzessin des Königshauses, die ist, glaube ich, eine Institution oder eine Stiftung, die den Kyoto-Preis verwaltet. Und diese Prinzessin des Königshauses ist sozusagen die Vorsitzende und so weiter. Und wir haben, also ich erinnere mich, ein Abendessen gehabt, ein unglaubliches mit Kobe-Beef, wo man aber eben auf dem Boden mehr oder weniger gesessen ist. Und obwohl er es gehasst hat, so weite Strecken zu reisen, ihm war doch Japan, aber auch der Kyoto-Preis und die japanische Kultur und die japanische Musikkultur schon so interessant und so viel wert, dass er gemeint hat. Ich glaube auch, dass dieser Preis für ihn eine wirklich große Bedeutung gehabt hat. Nikolaus ist ja schon seit fast 10 Jahren tot. Der Concentus existiert weiterhin. Was ist das Vermächtnis von Nikolaus und Alice? Ja, das ist eine schwierige Antwort. Ich habe also mich mit vor allem dem Sohn Max, der ja natürlich sich um den Concentus, ich glaube, sehr, sehr rührig und gut bemüht, auch gesprochen, aber natürlich auch mit dem jetzigen Leiter des Concentus, mit Stefan Gottfried. Und die erste Reaktion war, weil wir natürlich vom Musikverein aus gedacht haben, dass es gut wäre, mit dem Concentus wieder zu arbeiten, weil er ja bei der Styriate sozusagen dann ausgebotet wurde. Sie haben sich halt auf eine neue Schiene gestellt und lieber Rekreation und das Festspielorchester aufgebaut, was auch verständlich ist, weil es nicht, glaube ich, gut möglich gewesen wäre, so zu tun, macht man Nikolaus weiter, wenn es eine ganz andere Umwelt ist, nicht? Und vor allem der Geist Nikolaus den kann ja nicht sozusagen künstlich brennen lassen. Da ist meine Nichte Elisabeth ganz streng. Die kann vieles, was er aufgeführt hat und gemacht hat, nicht mehr hören in irgendeiner anderen Besetzung. Nicht, ist eben so. Und daher war es, glaube ich, ganz richtig, dass sich das eben jetzt neu entwickelt hat und eine Zeit lang man einmal versucht hat, eigene Wege zu gehen, ich glaube auch erfolgreich gegangen ist und jetzt zum Teil sich schon rückbesinnt, aber jetzt nicht unbedingt zu sagen, ich spiele Nikolaus, sondern ich besinne mich rückwärts, wie kann ich etwas, was Nikolaus einst so gesehen hat, heute neu sehen. Und das ist ja durchaus legitim und das hat er ja selber auch gemacht. Er hat keine einzige Symphonie, die er mehrfach gespielt hat, gleich gespielt. Es hat keine Routine gegeben, nicht? Das ist ja das ganz Wichtige. Es ist jedes Mal, wie er gesagt hat, eine Gratwanderung. Also absturzsicher hat es nichts gegeben. Und ich glaube, das ist also jetzt ein interessanter Weg, den der Concentus geht.
Und wir sind auch vom Musikverein gerade wieder in Gesprächen mit dem Concentus für neue Konzerte. Jetzt haben wir aus Sparmaßnahmen etwas, was schon fix geplant war, verschieben müssen. Aber ist halt so, wo man nicht die Mittel hat, kann man auch nicht das machen. Aber wird schon wieder. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hanoncourt. Hat so gepasst, halbwegs? Das passt, ja. Schau, Sie sind rührend.